Hallo liebe Aviatik-Fans, in diesem Video erzähle ich euch einiges über Aufbau und Betrieb meines Home Cockpits einer Boeing 737. Viel Spaß dabei! Zu mir selbst, ich bin Elektroingenieur ETH, Jahrgang 46 und wohne mit Frau, Hund und Katze im Kanton Aargau. Ich bin viele Jahre in der Funkindustrie tätig gewesen und seit 2012 pensioniert. Die Begeisterung für die Fliegerei zieht sich durch mein ganzes Leben. So bin ich auch in den 70er Jahren selbst geflogen. Im Jahr 2014 habe ich dann begonnen, dieses Home Cockpit einer Boeing 737-800 aufzubauen. Gerne zeige ich euch nun, wie das Ganze aussieht. Machen wir gleich einen Rundgang um das Cockpit herum. Ihr seht auf der hinteren Seite hier links und rechts die Säulen für die Motion. Dann links und rechts hinten je ein Lautsprecher für die Flugzeuggeräusche, also die Triebwerke, Fahrwerk und so weiter. Dann hier vorne die drei großen Bildschirme, das sind 55 Zoll TVs, die sind fest mit der Plattform verbunden. Dann hier vorne auf der linken Seite, hier oben, das ist die Bucht für die Netzgeräte, verschiedene Steckernetzteile und auch ein PC-Netzgerät für die 12 und 5 Volt Speisung. Hier unten hat es zwei Audioverstärker. Dann in der Mitte hier, das sind die Input-Output-Boards für die Schalter und Leuchtdioden, die man nicht direkt am PC anschließen kann. Das ist auf einem Bussystem zusammengefasst und geht dann über eine USB-Schnittstelle in den PC selbst. Hier unten ist der PC, der ganze Simulator läuft mit einem einzigen PC, das geht sehr gut. Dann hier natürlich die Säule für vorne, für die Motion. Auf dieser Seite hier sieht man die Verteilung für Video. Das ist der ganze Simulator verfügt über 10 Bildschirme und hier ist eine Verteilung, damit das auch am PC angeschlossen werden kann. Im PC sind 2 Grafikkarten verbaut. Dann noch ein USB-Hub, einer von 3. Dann gehen wir auf diese Seite hier. Hier ist der kleine Steuerschrank für die Motion. Ich kann das mal öffnen. Da sieht man oben die 3 Drives für die Motoren. Dann unten die Speisungsverteilung, ein Sicherungsblock und die Rölle für die Bremsen, weil bei Motion ist eine Bremse unbedingt notwendig zur Sicherheit. Auf dieser Seite sehen wir noch die Einspeisung vom Netz. Wie ihr seht, genügt eine einzige 230 Volt Leitung, um das Ganze zu speisen. Sogar inklusive Motion, das geht gut. Okay. Auf der linken Seite hier noch der Systembildschirm, zusammen mit einer Funktastatur. Hier kann ich die Einstellungen vornehmen und auch Updates der Programme durchführen. Gut, dann zeige ich euch jetzt ein paar Bilder aus der Bauzeit. Und jetzt ein paar Fotos aus der Bauphase. Hier die Bodenplatte, dann die Sitze aus dem Renault Espace, hier die Konstruktion der Fußpedale, man sieht rechts das Original und links den Umbau. Hier bereits montiert auf der Plattform mit Höhenverstellung, dann die Kopplung der Fußpedale untereinander, der Werkstattkran, der mir hilft, von unten an die Bodenplattform zu kommen.
Hier die Untersicht mit den Gasdruckfedern, dann das MIP im Aufbau, hier bereits auf der Bodenplatte montiert, dann die Bausätze von Hispa Panels und die resultierenden Geräte daraus. Der Autopilot, das Ganze von unten montiert am Glärschild, sieht man hier bereits die Form, dann das Ganze umgekehrt aufgesetzt auf dem MIP, hier die Input-Output-Boards für die Leuchtdioden, Schalter und so weiter, hier bereits mit Flachbandkabeln verbunden mit dem Cockpit. Hier die Seitenwände, dann die Rahmenkonstruktion für die Fenster, das komplette Overhead von Open Cockpits, hier montiert. Dann die ersten Versuche mit der Beleuchtung, mit der Software, die erste Reparatur, dann den vorderen Bildschirm, hier bereits die Bildschirme alle montiert, dann die ersten Versuche mit dem Visual, die Hauben links und rechts oben, hier von unten gesehen, dann die Motion, das Prinzip, hier eingebaut bereits in die Säule mit Gasdruckfeder, Motor, der kleine Steuerschrank dazu, erste Versuche mit der Motion, dann noch Einbau des EFB, und schließlich bereit für den ersten Flug. Dann machen wir jetzt unseren Rundflug. Dazu schalte ich das Cockpit mit dem Hauptschalter ein. Schiebe den Sitz zur Seite und steige ein. Beim Einschalten der Speisung ist der PC von selbst gestartet. Das kann man im BIOS einstellen. Auch der Prepar selber startet automatisch bis zu dem Punkt, wo man selber das Szenario wählen muss. Das ist jetzt soweit. Dann sagen wir Load. Dann wählen wir den Flug LSZH. Das ist von Zürich nach Zürich. Wir starten auf der Piste 28 und landen auf der Blindlandepiste 14. Wir können hier noch die aktuelle Zeit anwählen und dann OK drücken. Jetzt geht es einen Moment, bis der Flieger geladen ist. Und schon ist die Szenerie vorhanden. Auf dem Bildschirm hier nebenan kann ich mir beim Fliegen zusehen. Das ist besonders für Fahrwerk, Klappen und so weiter recht schön zu beobachten. Das System ist inzwischen voll gestartet. Jetzt muss ich mit Ctrl F1 die Hardware mit dem Flugsimulator koppeln. Ich habe alle Befehle, die ich in diesem Zusammenhang brauche, auf die Funktionstasten gelegt. Man sieht, inzwischen sind die Anzeigen aufgetaucht. Ich könnte mit F2 noch das Wetter starten, mit F3 den EFB, das Electronic Flight Book, und mit F4 die Motion. Wir sind jetzt bereit, um den Flieger für den Start vorzubereiten. Wir stellen
die Altimeter-Anzeige ein. Die Flight Altitude und die Landing Altitude, die müssen wir hier für Zürich auf 1400 einstellen und unsere Flughöhe wird 10.000 Fuß sein, das ist richtig. Dann der Kabinendruck auf automatisch, dann Zündung einschalten, Taxi Lights off, Landing Lights on, die Pumpen sind schon eingeschaltet, APU ist off, die Window-Heizungen sind ebenfalls eingeschaltet, soweit ist das Overhead okay. Dann gehen wir hier unten, das ist der Kurs für die Landung, hier und hier. Dann die Höhe, die wir fliegen wollen, 10.000 Fuß, das Heading der Piste, der Startpiste. Dann haben wir noch den Autothrottel, den wir einschalten müssen. Soweit ist das abgeschlossen hier. Dann hier unten schalten wir Auto Brake auf Rejected Takeoff. Den Luftdruck stellen wir auf 1013 Hektopascal. Dann stimmt auch die Höhe von Zürich hier überein. Dann hier unten die Trimmung. Prüfen wir, dass die Trimmung funktioniert. Wir setzen die Landeklappen auf 5. Dann wählen wir noch den ATC-Code. Geben wir da 2200 ein und schalten das Ding aktiv. Wir lösen die Park Brake. Und rollen etwas los. Am Boden steuern wir mit dem Tiller. Dann sind wir bereit für den Start. Wir setzen die Triebwerkleistung auf 40% N1. Das sieht man hier. Triebwerke stabil. Wir lösen die Park Brake, drücken Toga, die Throttles gehen hoch. Von jetzt an steuern wir mit dem Fußpedal. Geschwindigkeit 80 zunehmend. Positive Rate, Gear Up. Bei 400 Fuß können wir den Autopiloten einschalten. Kontrolle, dass alle in Betrieb sind. Dann können wir die Zündung ausschalten. Und das Fahrwerk, die Hydraulik des Fahrwerks dekomprimieren. Klappen ganz einfahren. Hier sehen wir bereits die Flugroute. Also wir starten gegen Westen, fliegen dann über Gippol zu dem Leitstrahl und dann zurück auf Piste 14. Bei 6000 erreichen wir die Transition Altitude. Wir drücken hier auf Standard Luftdruck.
Kürze erreichen wir die 10.000 Fuß. Man sieht, dass die Leistung wird reduziert. Inzwischen haben wir die 10.000 Fuß erreicht. Nun muss ich für die Landung bereits auf 7.000 reduzieren. Das sehe ich hier. Es muss über 7.000 sein an diesem Punkt. Wir drehen bereits ein Richtung Dipol. Und hier werden wir dann den Top of Descent erreichen. Man sieht, die Trottel fahren bereits zurück. Weil wir nun schon mit Abbremsen beginnen. Inzwischen haben wir den Top of Descent erreicht. Hier wird bereits der Sichtpfad eingeblendet. Die Trottel sind am Zurückfahren auf Null, auf Idle besser gesagt. Dann müssen wir schon etwas bremsen. Nun stellen wir die Landegeschwindigkeit ein. Wir wählen 30 Grad Klappen, ergibt 141 Knoten. Da addieren wir dann noch 5 Knoten für die Landegeschwindigkeit selbst. Stellen wir zusätzlich die Minimums ein. Das schalte ich hier oben und man sieht es hier unten auf der Anzeige. Gehe ich auf 100 schönes Wetter heute, beziehungsweise wir haben das so bekommen vom Kontrollturm. Wir stellen neu die Höhe auf 4000 ein. Bei 7000 schalten wir dann wieder um auf lokalen Luftdruck. Gebremst. Umgeschaltet. Wir sind wieder Anzeige Hektopascal. Wir kommen jetzt zum Gleitpfad. Wir sind gerade davor. Schalten auf den Localizer. Der wurde bereits hier akzeptiert. Wir setzen die Klappen auf 1 und schwenken ein auf den Landepfad. Wir können bereits Approach wählen. Dann bereiten wir uns auf die Landung vor. Vorne sieht man schon die Piste. Zündung ein. Autobrake machen wir auf 2. Klappen gehen wir auf 5. Und warten, dass wir auf dem Leitstrahl aufsitzen. 25. Klappen auf 15, Gear down, die Rauten sind am richtigen Ort hier, wir sind also auf dem Gleitpfad genau an der richtigen Position. Bei 1000 Fuß hier müssen wir die Landekonfiguration erstellt haben. Setzen die Klappen auf 30 und kontrollieren nochmal. Zündung ein.
Landelichter ein. Alles soweit bereit für die Landung. Approaching minimums. Minimums. 50, 30, 20, 10. Approaching minimums. Minimums. 50, 30, 20, 10. Reverser mit voller Leistung. Stopp, Park Brake Set. Für den Shutdown haben wir die APU gestartet. Die Anzeige hier zeigt jetzt, dass die APU bereit ist. Jetzt schalten wir die Busse um auf die APU. Jetzt hängt der Flieger an der APU und wir können die Motoren ausschalten. Schalten die Window Heat aus, die Pumpen off, dann, das ist okay, Benzinpumpen aus, Zündung aus, Strobe off, Logo off, 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 off. Dann der Scheinwerfer aus. Dann sind wir, glaube ich, hier soweit fertig. Hier können wir es, wir setzen die Jokes. Menü, FS Action, Ground. Jokes sind gesetzt. So können wir Park Brake lösen. Das ist soweit gut. Ja, dann schalten wir die APU ebenfalls aus. Müssen etwas warten, aber wir kürzen das ab. Wir schalten nun die Batteriespannung aus. Damit ist der Flieger im Ruhezustand.